Jetzt sind wir wieder raus aus der Kapelle. War richtig schön. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht, ein bisschen gesnackt, ein bisschen ausgeruht und jetzt geht's weiter zum Markt. Übrigens, der Markt, zu dem wir gerade gehen, nennt sich Marché Provençal und ist der Markt schlechthin in Antibes. Besuchen kannst du diesen Markt jeden Tag von 7:30 Uhr bis 13 Uhr und in den Sommermonaten sogar bis 13:45 Uhr. Montags jedoch vom 1. September bis zum 31. Mai ist er geschlossen, das heißt in der Nebensaison. –14 Grad ist es jetzt. Hat sich ein bisschen aufgewärmt. Den Markt, den wir besuchen möchten, findest du übrigens in der Halle von Cours Masséna, falls du das irgendwann in Google eingeben möchtest, aber es reicht auch Marché Provençal und dann wirst du eigentlich direkt zu diesem Markt hingelotst. Dieser Platz, über den wir gerade übrigens laufen, nennt sich Place Nationale und hat eine lange Geschichte, die eng mit der Entwicklung der Stadt Antibes verbunden ist. Er diente ursprünglich als Marktplatz und ist aber seit Jahrhunderten ein wichtiger Ort für die örtliche Gemeinschaft. Oh, hier gibt es auch überall Crepe, das ist geil. So, die letzten Meter, dann sind wir am Markt. Hoffe ich. Überall gibt es so kleine, schöne Cafés. Mama, da können wir uns später einen Tee holen, ne? Und jetzt zur Rechten müsste die Markthalle erscheinen. Da sind wir. Ist noch voll was los, ne Mama? Weil bei Google steht bis 12 Uhr. Aber scheint noch genug los zu sein. Was hat denn jetzt so geguckt? Und die sehen gut aus. Was genau ist das? Was ist das, Mama? Was das ist? Oliven. Marmelade. Irgendwie so Gelee oder so, ne? Sollen wir vielleicht erstmal eine Seite lang gehen und dann die andere, weil sonst kann ich nicht die ganze Zeit links, rechts. Oh, hier riecht's gut. Oh, riecht das gut hier, ne Mama? Übrigens stellen am Nachmittag
Maler, Bildhauer aller Art, Keramiker und andere Künstler ihre Werke in dieser Markthalle Kurmasena aus. Das Ganze findet statt von Oktober bis etwa Mitte Juni, von freitags bis sonntags, von 15:30 Uhr bis 19 Uhr und in den Sommermonaten dann, also Mitte Juni bis Ende September, sogar donnerstags bis Sonntag von 15:30 Uhr bis sogar 0:30 Uhr. Krass, oder? Schinken. Boah, der riecht auch gut, ne? Hier gibt es wieder Oliven. Ich bin ja gar kein Fan von Oliven. Mag ich gar nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Oliven mögt. Also ist irgendwie einfach nicht meins. Getrocknete Tomaten gibt es da. Fleisch. Sorry an alle Veganer. Ich bin keiner, von daher filme ich auch das Fleisch. Hier ist eine Schlange. Hier gibt es irgendwas Leckeres. Wahrscheinlich Schinken. €5,90 ein Kilo Zucchini, aber die sind wahrscheinlich sehr lecker. Spargel, €8,90. Guck mal, hier gibt es noch eine ganz andere Zucchini, ne? Boah, das sind dicke. Guck mal, das sind Beeren, hast du gesehen, Mama? Wenn dich irgendwas anspricht, sag Bescheid, ne? Walnüsse. Kann ich dir nicht sagen. Sollen wir Dings kaufen? Ein paar. Perski. Два Stück oder so. 2, 3. Apfel habe ich noch aus dem Supermarkt. Willst du? Nicht? Oh, hier wird irgendwas Leckeres gemacht. Ach, Sokka. Sollen wir uns nachher Sokka kaufen? Ja. Das könnten wir uns gleich mal holen, ne? Erstmal die andere Seite noch und dann holen wir uns Sokka. Hast du dir noch nichts gemacht? Fängt das an, ne? Na, die stehen da alle. Das dauert noch, Mama, bis die alle haben. Der wird hier auch noch länger stehen. Der wird bestimmt bis 1 stehen, weil diese Sachen, die haben immer ein bisschen länger auf, weißt du? Fromage. Riesige Paprika, ne? Hier kostet Zucchini 4,90. Romanesco, die finde ich ja voll ästhetisch, ne? Aber ich habe die noch nie gegessen. Oh, guck mal, das ist auch eine Zucchini. Ja. Ganz andere Sorte. Fenchel, sehr gesund. Wenn dich irgendwas anspricht, sag Bescheid, ne? Boah, das ist eine Tomate. Richtig, ja. Artischocken. Artischocken habe ich auch noch nicht gegessen. Noch mehr Zucchini. Mandarinen. Hier gibt es noch Trockenfrüchte. Wenn dich was anspricht, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es total, solche Märkte im Ausland zu besuchen. Einfach mal um zu schauen, was es da so Schönes gibt und diese ganzen fruchtigen Gerüche einzusaugen. Ich finde es einfach mega geil. Fromage.
Ah, pardon. Einmal haben wir so einen Pesto-Käse gekauft, ne? In Cannes. Ja. So einer, ne? So ähnlich wie dieser grüne hier. Gouda Basilikum. Gouda Tomate gibt's auch. Oh, hier gibt's noch mal Obst. Boah, das riecht alles so gesund, ne? Ja. Hier gibt es auch Nüsse wieder. Ingwer. Hier Walnüsse, Mama. 5,95 so eine Dings. Aber die sehen gut aus, ne? Sehen besser aus als im Supermarkt. Also wenn du willst. Et voilà. Merci messieurs, dames. Passez une très bonne journée. Merci, au revoir. Wir haben uns jetzt übrigens vorgenommen, wenn wir das nächste Mal wieder für einen Monat oder länger an der Côte d'Azur sind, dass wir viel öfter frisch kochen. Das heißt, dass wir uns frisches Gemüse holen und uns irgendwelche geilen Gerichte raussuchen und dann frisch kochen. Nach vorne waren wir schon. Diese hier? Die zweite. Die zweite? So, 5,90. Ich habe jetzt auch nicht immer auf die Preise geachtet und geschaut, was wie viel kostet. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, was die ganzen Obst- und Gemüsesorten bei uns in Deutschland auf Märkten kosten. Deshalb kann ich jetzt keinen richtigen Vergleich ziehen, ob diese Märkte hier teurer sind in Frankreich oder nicht. Merci, bonne Aber journée. frisch ist es auf jeden Fall. Ich meine, schaut euch dieses Grün einfach an. Две такие большие хотим? Wo? Nein, Mama, das wird kleiner. Ah, okay. Ich habe gerade eine gesehen, die hatte nur so ein Tütchen. Okay. Brauchen wir 6 Euro? Ja. Chickpea. Ich zeig mal, was das ist. Socca ist übrigens eine traditionelle Spezialität aus der Provence und besonders beliebt in Nizza und der ganzen Umgebung hier in der Côte d'Azur. Es handelt sich hierbei um einen herzhaften, dünnen Fladen, wie du vielleicht gesehen hast, aus Kichererbsenmehl, Wasser, Olivenöl und Salz, der in einem Holzofen auf einer großen, runden Eisenplatte gebacken wird. Das siehst du da ganz hinten. Das ist in so ein Dings, in so eine tun die das rein. Da, guck mal bei ihr in der Hand, da siehst du das. Hast du gesehen? Ist gar nicht so riesig. Vom Geschmack her würde ich sagen, es ist von außen knusprig, innen eher weich und mit einem leicht nussigen Geschmack durch das Kichererbsenmehl. Und oft serviert man Socca mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer. Ich glaube, man kriegt so ein Viertel, oder? Ja, siehst du? Boah, es brennt noch. Für mich nicht mit Pfeffer. Es brennt noch. It's burning. Ach, die haben nur eine. Die Wurzeln dieses Gerichts liegen eigentlich in Ligurien, weil sie eng verwandt sind mit der italienischen Farinata, die halt ähnlich zubereitet wird.
Dann sind das unsere wahrscheinlich. What is this? Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi? C'est de la farine de pois chiche. Willst du avec mit de l'huile, Pfeffer un peu oder so? d'olive et un peu de Pois sel. chiche. Farine de pois chiche. No. No, no. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. So sieht das aus. So ein kleines Stück Soccer. Maman, warte, wo sind wir? Da sind wir. Tata! Bon Appetit! Jetzt sitzen wir hier noch am Hafen von Antibes, haben unsere Soccer schön aufgegessen, uns noch einen Tee geholt, beziehungsweise eine heiße Schokolade, je nachdem, wer was wollte. Und wir sitzen hier richtig schön gemütlich am Hafen. Ich zeige euch gleich mal so ein bisschen die Kulisse. Ich mag das total hier. Es ist so komplett offen, richtig viel Platz, richtig viele Sitzgelegenheiten, was ich auch liebe. Und wow, kam gerade eine Taube angeflogen, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und es ist heute auch echt so angenehm warm. Also es sieht halt wolkig aus und so, aber ich finde es angenehm warm. Also mir ist schon mit dem, was ich anhabe, eigentlich fast schon zu warm. Und ist gerade eine Person vorbeigegangen, hat geguckt. Habt ihr gesehen? Ist noch ein bisschen ungewohnt, so in der Öffentlichkeit zu reden. Aber eigentlich ist mir das total Latte, weil es versteht mich hier eh kaum einer. Von daher, genau. Und ihr seht da die Stadtmauer, was ich richtig cool finde. Ja, auf jeden Fall, es ist heute nicht so sonnig, nicht so mega warm, aber es ist voll angenehm. Also solange kein Wind weht, kann man das mega gut aushalten. Und wir werden hier noch ein bisschen sitzen, ein paar Minuten. Und dann machen wir uns auch schon auf den Weg zum Bus und fahren dann wieder zurück zum Airbnb. Genau. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. So ein kleiner Einblick in die Märkte hier in Antibes. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, einen Kommentar und lasst auch gerne ein Abo da für weitere Videos von der Côte d'Azur. Ich werde noch ganz viel posten, ganz viele Tipps, ganz viele Insider-Infos, ganz viele Einblicke in das Leben hier, in die Städte und alles, was man hier so erleben kann. Bis zum nächsten Video.